Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Kupplung, und zwar um die Neubefüllung der hydraulischen Kupplung an den 1150er Modellen. Das schauen wir uns in diesem Video an. Nach dem Intro geht's los. Ja, Kupplung. Wenn ihr diese Arbeit verfolgt habt bzw. gemacht habt mit der Kupplung, mit dem Getriebe oder den Kupplungsnehmerzylinder, vielleicht habt ihr sogar eine neue Leitung, eine neue Kupplungsleitung eingebaut, weil die kaputt war oder aus welchen Gründen auch immer, dann ist euer Kupplungssystem komplett leer, also gar keine Bremsflüssigkeit drin, und die muss natürlich wieder aufgefüllt werden. Wie wird es gemacht in dem Fall? Das sehen wir in diesem Video. Ich sage aber schon mal vorweg, wir machen das mit Unterdruck, anders wie beim Bremssystem. Wir saugen also die Bremsflüssigkeit vom Ausgleichsbehälter durch die Leitung in den Kupplungsnehmerzylinder aus der Entlüftungsleitung raus. Ja, ich hatte damit eigentlich schon angefangen. Und habe dafür, das Video kann ich euch oben mal verlinken, ich habe mir ja damals hier diesen Auffangbehälter für die Bremsflüssigkeit gebaut. Das hat auch wunderbar funktioniert, also mit dem Behälter, den habe ich nach wie vor auch im Einsatz. Der fängt eine ganze Menge Bremsflüssigkeit auf und hält auch einen recht großen Unterdruck aus. Und zu dem Behälter hatte ich dann so eine kleine, ja, relativ günstige Vakuumpumpe. Ich glaube, die hat 20 oder 25 Euro gekostet. Die funktionierte mit 12 Volt, ne, also eine Autobatterie oder eine Motorradbatterie, ist egal. Das hat immer wunderbar funktioniert. Die hat nun aber jetzt den Geist aufgegeben. Nach einem Jahr, und ich habe die ungefähr 25 Mal, 30 Mal etwa so benutzt, und da ist jetzt eben oben das Gehäuse geplatzt. Ja, die schicke ich zurück, die habe ich bei Amazon gekauft, und ich habe mir was Neues gekauft, das zeige ich euch jetzt mal. Bevor ich euch das Neue zeige, zeige ich euch nochmal das hier. Und zwar ist das so ein ganz einfaches Set mit einer Vakuumpumpe, mit so einer Handvakuumpumpe. Das habe ich auch mal in einem Video gezeigt. Funktioniert auch gut. Das Ding ist halt einfach, man muss hier wirklich viel pumpen, um einen ordentlichen Druck, gerade bei der Kupplung, einen ordentlichen Unterdruck zu erzeugen. Und das ist ein bisschen lästig. Aber für die Leute, die zum Beispiel keinen Kompressor haben, ist das natürlich perfekt, weil erstens ist das super günstig, es funktioniert, und zweitens, ihr seid autark, ihr braucht überhaupt gar keinen Kompressor, gar nichts. Ihr könnt das also einfach mit der Hand machen. Hier ist ein kleiner Behälter bei so einem System, also diese Systeme, die kriegt man bei Amazon überall. Also mal ist ein blauer Koffer, mal ein roter Koffer, mal ein schwarzer Koffer, egal, das ist immer das Gleiche, das kommt vom Chinamann. Ja, da ist ein kleiner Behälter dabei, da geht natürlich nicht viel rein, aber gut. Das war ja damals der Grund, warum ich genau das gebaut habe, weil eben die Menge nicht ausgereicht hat. Aber das nur am Rande. Also das geht auch für die Kupplung, kann man auch verwenden, klar. Was ich mir gekauft habe, und das ist keine bezahlte Werbung, ganz klar, ich habe mir das selber gekauft. Ich habe mir von HZ dieses Bremsen-Entlüftungsset gekauft. Und warum habe ich das von HZ gekauft? Weil ich HZ eigentlich gar nicht so schlecht finde und ich mir diese ganzen anderen Geräte angeguckt habe, und die waren alle verarbeitungstechnisch, waren die nicht so toll. Die waren natürlich weitaus günstiger, ganz klar, und die funktionieren bestimmt auch. Also man muss nicht das HZ kaufen, man kann auch irgendein x-beliebiges kaufen von einer anderen Marke. Man sollte sich das halt einfach vorher angucken und abwägen, welche Ansprüche hat man und was erwartet man von so einem Gerät. Und bei diesem Set sind also drei Behälter dabei. Einmal ist es diese Vakuumpumpe mit dem Schlauch zum Absaugen.
Hier wird sehen wir aber gleich, der Kompressor angeschlossen. Dann haben wir eine Füllflasche, eine kleine Füllflasche mit so einem schmalen Trichter vorne und eine große Füllflasche, die brauchen wir hier aber beim Motorrad eigentlich nicht. Die hat einen verstellbaren Kopf. Das heißt, man kann die in einem gewissen Winkel schön einstellen und kann dann ordentlich das befüllen. Bei der großen Flasche ist der große Vorteil, ich zeige euch mal die Flasche. Bei der großen Flasche, das ist dieser Kopf hier, ne? Den kann man verdrehen, da ist eine Schraube hier. Und wenn man da vorne reinguckt, sieht man das? Genau. Der hat hier einen Luftkanal, das heißt, die Bremsflüssigkeit aus der Flasche, die läuft ohne zu schwappen oder irgendwas, läuft die hier einfach aus. Das finde ich ganz praktisch, auch zum Beispiel fürs ABS. Wenn wir den Befülltrichter aufsetzen oder dann die spätere Variante, die ich euch im Laufe des Jahres noch vorstelle. Warum war es mir wichtig, dass ich so eine Befüllflasche habe, also sowas wie diese hier jetzt zum Beispiel. Die hat hier oben drauf wie so eine Kleberflasche, ne? So einen dünnen Ausding. Da ging es mir einfach darum, dass wenn man so einen Ausgleichsbehälter am Lenker, egal, für die Bremse, für die Kupplung oder der an der Fußbremse befüllt, und das macht mit so einer Flasche hier oben, mit so einem weiten Hals, dann kann schon mal das eine oder andere daneben gehen. Und so fülle ich mir im Prinzip die Originalflasche hier rein. Ich kann das verschließen, ja, das heißt, wenn die umkippen sollte, kann erstmal nichts auslaufen. Hier unten drunter ist ein Magnet. Auf der Hebebühne bleibt die auf jeden Fall stehen und der Standfuß ist etwas breiter, das heißt, sie kippt einfach nicht um. Ein kleines Gimmick ist eben halt noch dabei, dass man diesen Zug hat, um das Ganze aufzuhängen. Das heißt, ich kann mir das neben irgendwo dranhängen und habe sie dann gleich greifbar, ohne immer einen Platz zu suchen. Also ihr kennt das. Ihr habt die offene Flasche Bremsflüssigkeit, wohin jetzt gerade damit, und dann stellt ihr sie ab, dann macht ihr wieder das Ventil auf und zu und dann kommt ihr rum, wo ist jetzt meine Flasche. Also, das habe ich tausendmal durch. Mit diesem System finde ich das eigentlich, ich finde es ganz cool. So, das Hauptding ist allerdings bei diesem Set, ist im Prinzip diese Entlüfterflasche. Und zwar ist es eigentlich nichts anderes wie so ein Behälter. Kennen viele von euch, gibt es von ganz unterschiedlichen Marken, gibt es auch schon ewig, ist nichts Neues. Mit einer Art Luftpistole hier dran, ich drücke da mal drauf. So, ich habe hier den Kompressor angeschlossen, 6 Bar, ich habe jetzt 7 Bar eingestellt. Vertragen kann das Teil 6 bis 8 Bar. Und das ist nichts anderes wie eine Luftpistole, die hier innen drin durchgeht und die hier innen eben durch eine besondere Mechanik einen Unterdruck im Behälter erzeugt, der dann hier mit unserem Minupsi, ich versuche das mal zu zeigen, bräuchte mal wieder 5 Hände. Ne? Na. So, ne? Das ist das Teil, was auf den Nippel aufgesetzt wird. Mit einem ausreichend langen Schlauch dabei. Ein Haken, dass man das aufhängen kann, dass euch das Zeug nicht immer auf dem Boden rumsifft. Also ich finde es besonders schlimm, wenn man das irgendwie immer irgendwo stehen hat. Eine offene Flasche da, ein Behälterchen da, ein Schlauch da. Also hier finde ich das, ich habe mir das vorher angeguckt und ich finde es durchdacht. Ganz einfach. So, und jetzt könnt ihr selber entscheiden, was ihr damit macht. Wie gesagt, das ist keine bezahlte Werbung. Ich finde es cool, das Ding. Es gibt auch viele schlechte Meinungen darüber. Ja, das mag sein. Ich finde es cool. Wir sprechen uns nochmal in einem Jahr. Da finde ich das bestimmt immer noch cool. Und wenn ich es dann scheiße finde, dann sage ich das hier einfach. Habe ich kein Problem mit. Aber erstmal finde ich das gar nicht so schlecht. Zum Preis. Ich habe 119 bezahlt bei der Tante. Und man bekommt es aber auch schon günstiger. Also wenn man guckt im Internet, der günstigste Preis, den ich gefunden habe, waren 85 € plus Versandkosten, also 90 €, 30 € günstiger. Kann man sich überlegen. Okay, wir fangen an. Was müssen wir machen? Also nochmal, GS, R, RT, RS,
keine Ahnung jetzt, egal, hydraulische Kupplung an den 1150er Modellen. Die 1100er, die haben eine Kupplung mit einem Seilzug, brauchen wir es nicht. Und bei den neueren Modellen, da muss man aufpassen, wir haben hier dort 4 Bremsflüssigkeit. Bei den neueren Modellen ist das keine Bremsflüssigkeit mehr. Das ist eine Hydraulikflüssigkeit, da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Zur Bremsflüssigkeit könnt ihr auch bei meiner Webseite, auf meiner Webseite schauen. Ich habe da einen Beitrag gemacht unter Themen über Bremsflüssigkeit, was so die Unterschiede sind. Ich habe jetzt hier für diese Kupplungsanlage eine ganz normale DOT 4 Bremsflüssigkeit genommen, also nichts mit SL, nichts mit Plus, gar nichts, sondern ganz normal Standard DOT 3, DOT 4. DOT 4 brauchen wir, ist also perfekt. Das Motorrad muss auf dem Hauptständer stehen, auf dem Hauptständer, auf der Hebebühne oder nicht, völlig egal, auf dem Boden geht es auch, ist vielleicht sogar noch besser. Auf dem Hauptständer stehen, das Vorderrad auf dem Boden und den Lenker ganz nach links einschlagen. Und dann wird die Kupplungsarmatur auf dem Lenker gelöst und in eine Position gebracht, in der der Ausgleichsbehälter gerade steht. Das heißt, ihr habt den höchstmöglichen Füllstand im Behälter. So ist normalerweise die Vorgehensweise. Am Ende ist es wichtig, wenn wir eine neue Kupplung eingebaut haben, muss der Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter am Lenker, bei eingeschlagenem Lenker nach links, muss der Bremsflüssigkeitsstand in der Mitte des Schauglases sein. Ganz wichtig. Ich mache die Armatur nicht los hier, ich mache auch den Lenker jetzt nicht nach links, weil ich weiß, wie viel ich innen drin auffülle, damit ich außen später genau in der Mitte den Füllstand habe. Warum betone ich das, dass es mittig im Schauglas sein muss? Anders wie bei einer Bremsanlage, und dabei ist es egal, ob die Bremsanlage eine ABS-Bremsanlage ist oder eine ganz normale Standardbremse. Bei einer Bremse ist es nämlich so, mit abnehmender Belagdicke sinkt der Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter. Egal, ob hier oben oder unten am Pedal, völlig egal. Und auch völlig egal, welcher Hersteller, welches Motorrad, welches Modell. Bei der hydraulischen Kupplung ist es anders. Bei diesen Modellen. Wir haben hier eigentlich wie eine Pkw-Kupplung verbaut. Wir haben das gesehen in den 5 Teilen zu der Kupplung. Bei Motorrädern, die eine Mehrscheibenkupplung haben, ist es ähnlich. Da wollen wir aber heute nicht drauf eingehen. Irgendwann habe ich vielleicht mal ein Moped da mit so einer Kupplung, die auch hydraulisch ist. Dann machen wir das an so einem Motorrad. So, das heißt also, ja, also zur Kupplung. Der Bremsflüssigkeitsstand bei der Kupplung, der steigt mit zunehmendem Verschleiß der Reibscheibe. Die Reibscheibe wird dünner und der Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter wird höher. Wenn ihr jetzt in dem Ausgleichsbehälter schon zu viel Bremsflüssigkeit drin habt, da ist ja noch die Membrane, zu der kommen wir dann auch gleich, dann ist da kein Platz mehr. Dann kann da nichts mehr hin und her wandern. Da gibt es keine Ausdehnung, gar nichts mehr. Das heißt, man muss also diesen Bereich genau beachten. Lenker links einschlagen, Vorderrad am Boden, im Schauglas muss Mitte sein. Die Vorbereitung vor der Befüllung der Kupplungsleitung, die schauen wir uns jetzt an. Und zwar fangen wir hinten an der Kupplungsleitung, an der Entlüfterleitung an. So, das ist also die Entlüfterleitung. Ich habe die mir hier nur festgemacht, dass der Nippel hier rausguckt. Und ich habe hier ja schon diesen Stahlguss-Entlüfternippel drin. Und bei euch kann das also etwas anders aussehen. Und zwar ist es dann so, das silberne Teil fehlt dann im Prinzip und auf dieser Schraube hier steckt nochmal ein verdicktes Teil, also das ist da eingeschraubt. Und in dem verdickten Teil steckt eine kleine Madenschraube. Dieser verdickte Teil ist eine Art Ventil, da ist eine Kugel drin
Und diese Madenschraube müsst ihr rausmachen und anstelle der Madenschraube einen Entlüfternippel, einen normalen Standard-Entlüfternippel dafür einschrauben. Und wenn ihr den fest zudreht, dann ist das Ventil verschlossen. Und wenn ihr die dann eine halbe Umdrehung aufmacht, den Entlüfternippel, dann ist das Ventil offen. Das ist eine Kugel mit einer kleinen Feder und die wird reingedrückt oder eben halt durchs Aufdrehen wieder geöffnet und dann kann man daran arbeiten. Das Ganze kann man sich sparen, wenn man hier so einen Stahlbus-Entlüfternippel nimmt, den eindreht, dann wird der hier eben fest verbunden und wir können dann hier oben im Prinzip wie bei einem Entlüfternippel eben den Kopf aufdrehen. Wichtig ist hier, für eine normale Bremse zu entlüften, muss der Stahlbusnippel eine halbe Umdrehung aufgemacht werden und für die Unterdruckentlüftung bzw. Befüllung muss man also 1,5 Umdrehungen oder etwas mehr aufdrehen, dass das Ventil auch offen steht. Ja? Weil wenn es nur eine halbe Umdrehung offen ist, dann geht es gegen den Federdruck. Da wir aber oben am Griff nicht pumpen, sondern der Griff bleibt bei der Kupplung unberührt, wir saugen das Ganze nur durch, muss das Stahlbusventil eben halt so weit aufgedreht sein, dass es eben offen steht. Keine Angst, wenn ihr da 1,5 oder 2 Umdrehungen rausdreht, das ist trotzdem noch dicht, es läuft keine Bremsflüssigkeit neben raus, aber es lässt halt die Bremsflüssigkeit durch den Entlüfternippel durch. So, dann haben wir hier oben auf der Fahrzeugseite links den Ausgleichsbehälter für die Kupplung. Da haben wir die 4 Schrauben drin. Auch hier ist es wichtig, dass man einen passenden Schraubendreher nimmt dafür, weil man diese Schrauben relativ schnell kaputt machen kann. Die müssen auch später vorsichtig angedreht werden. Stellt euch für diese Arbeiten immer einen Eimer Wasser parat. So. Dass Bremsflüssigkeit giftig ist, muss ich nicht weiter dazu sagen. Ja, und dass sie eben Metalllacke angreift oder Kunststoffe angreift, dürfte mittlerweile auch jedem bekannt sein. So, jetzt haben wir den Deckel runter. Zur Membrane sage ich gleich was. Und wir sehen also hier innen drin, ich hoffe, dass man es sehen kann, ein kleines Loch bzw. 2 kleine Löcher. Das größere Loch ist der Durchlauf für die Bremsflüssigkeit und der vordere Loch ist diese Entlüftung. Da kommen mitunter mal auch kleine Bläschen raus bei der Entlüftung. Und wir haben hier vorne drin eben das Schauglas. Ja, aber es gibt hier auf der Innenseite auch noch eine Markierung, wie auf dem Bremsausgleichsbehälter auf der rechten Seite. Da kann man sich auch ein bisschen dran orientieren. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, da wurde gesagt, dass diese Membranen hier bei jedem Mal Bremsflüssigkeit erneuern auch erneuert werden müssen. Diese Membran, die ist so alt wie das Fahrzeug. Baujahr 2003. Und wir gucken jetzt mal hier auf die Innenseite, was wir da sehen. So. Da sehen wir hier im äußeren Rand, außenrum, das ist Bremsflüssigkeit. Das bleibt nicht aus, wenn mal der Behälter doch dann zu voll war oder was daneben gegangen ist, dann ist das so. Und hier in der Mitte, das ist ein Gemisch aus Bremsflüssigkeit und Wasser. Warum Wasser? Ich habe zu dem Thema Bremsanlage 2 Videos gemacht, 2 relativ lange Videos. In diesen beiden Videos erkläre ich genau, wie so eine Bremsanlage funktioniert und was die einzelnen Bauteile sind und wo und was so eine Membrane für eine Aufgabe hat. Bei der Kupplung jetzt vielleicht nicht so, aber bei der Bremse. Auch bei dieser Bremse. Ich verlinke euch die Videos da oben mal, könnt ihr euch mal angucken. Warum Wasser?
Der Deckel und die Membran ist nicht einfach nur ein Deckel und eine Membran. Der Deckel hat, ich hoffe, dass man das sehen kann, hier bei diesen Löchern da ein Schlitz und da oben ein Schlitz. Und die Membran, die sitzt hier drin. So, und wenn man das sieht, da hinten in der Ecke, kann man das sehen, geht der Schlitz in das Schraubenloch rein. Warum ist das so? Ich erkläre das nur ganz kurz. Also, erstmal ist es wichtig, dass man bei dieser Arbeit, auch bei der Kupplung, kontrolliert, ob diese Membran in Ordnung ist. Die darf keinen Riss haben, darf kein Loch haben, gar nichts. Das ist bei der Bremse noch viel wichtiger. Das ist das eine. Die kann man mit Wasser ein bisschen sauber machen, danach gut trocknen lassen. Diese Membran muss hinterlüftet sein und daher kommt auch dieses Wasser, das ist Kondenswasser. Die muss hinterlüftet sein. Ich erkläre das jetzt mal anhand einer Bremse. Die Bremse erzeugt ja hier drin im Behälter irgendwann mit zunehmender Belagdicke, mit abnehmender Belagdicke erzeugt die Bremsanlage im gesamten System eine Art Vakuum. Das heißt, diese Membran, die zieht sich dann auf und sorgt dafür, dass der Platz, der freie Platz, der stattfindet im Bremsausgleichsbehälter. Beim hinteren Kunststoffbehälter hier ist es ganz genauso. Die füllt den im Prinzip auf, damit bei Kurvenfahrten oder bei, was weiß ich, Umfaller oder sonst irgendwas, keine Luft ins System gelangt. Wenn jetzt hier ein Loch drin ist, was passiert? Es kann kein Vakuum entstehen. Und wenn kein Loch drin ist und ein Vakuum entsteht, dann muss natürlich, damit die Membran auch ausfahren kann, ja, dass die auch auseinandergehen kann durch das Vakuum. Man sieht es manchmal, wenn man das rausmacht, bei den Japanern auch ganz oft, dann sind die so offen und dann kann man die wieder zusammen machen, dann haben die wieder die Form wie hier. Ja, so. Wenn kein Loch drin ist und es wird ein Vakuum gezogen, was passiert, wenn ich von der anderen Seite keine Luft reingebe? Die kann sich nicht öffnen, die Membran. Geht nicht. Und genau dafür sind im Prinzip in diesem Gehäusedeckel hier diese Schlitze drin. Und das reicht schon aus, dass sie immer hinterlüftet ist. Das ist der Grund. Bei der Kupplung ist es jetzt nicht so interessant. Aus dem einfachen Grund, weil der Bremsflüssigkeitsstand in der Kupplung mit abnehmender Dicke der Reibscheibe ja steigt. Fertig. So viel zur Membrane. Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher und ich muss auch ehrlich sagen, ist mir eigentlich auch egal, ob bei den neueren Modellen tatsächlich das so ein anderes Material ist, dass man die bei jedem bei jedem Bremsflüssigkeitstausch wechseln muss. Also ich würde jetzt mal sagen, nee. Das ist ein spezielles Gummi. Ich habe auch mal gewusst, wie das heißt, das Gummi. Wer das weiß, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Das ist einfach, ich glaube NBR oder irgend sowas. Das ist einfach ein bremsflüssigkeitsresistentes Material, ein Gummi, was die Bremsflüssigkeit aushalten kann, das nicht aufquillt. Ne? Wenn man ein normales Gummi in Bremsflüssigkeit legt, kann es sein, dass das Gummi eben halt aufgeht. Ja? Wie zum Beispiel ein falscher Gummi für einen Spritschlauch, wenn der nichts ist, dann quillt der einfach auf, weil der Kraftstoff das Material im Prinzip zersetzt. Und hier ist es wirklich so, dass man darauf achten muss, keine Risse, keine Löcher und auch nicht irgendwie annähernd Risse oder Spröde oder sonst irgendwas. Und wenn diese Membrane in Ordnung ist, dann kann man die auch durchaus weiterverwenden. Kleiner Tipp am Rande. Bremsflüssigkeit. Ich kaufe die immer in
Ich kaufe die immer in kleinstmöglich, also keine 250 Milliliter, aber vielleicht 500 Milliliter Gebinde. Gerade wenn man weiß, dass man nicht so sehr viel braucht, dann muss man die Packungen nicht alle aufmachen. Und man hat eben kleine Gebinde, die kann man eher mal dann fachgerecht entsorgen, wie jetzt 1 Liter, von dem man nur irgendwie 100 Milliliter braucht. Ja? Also deswegen kleine Gebinde, 500 Milliliter, je nachdem was man macht. Wenn man es ABS macht, dann kauft man halt 2 Liter oder 3 Liter Gebinde und dann kann man das verwenden, da kommt man dann auch gut klar mit. So, als allererstes brauchen wir natürlich einen Zehnerschlüssel. Ich mache mir den Zehnerschlüssel immer hier vorne drauf. So, dann kann ich mir hier den Anschluss draufstecken und kann dann hier das Ventil im Prinzip schon mal öffnen. Ganz leicht öffnen, passiert noch nichts. So. So, und dann füllen wir den Behälter. Und seht ihr, das geht mit der Flasche, geht es wunderbar. Ohne dass es spritzt, können zielgenau das machen. Jetzt noch immer einen Lappen dazu nehmen. Ich habe mir die Flasche jetzt daneben hingestellt, beziehungsweise dahin gehängt. So, jetzt haben wir hier bis oben hin haben wir Bremsflüssigkeit, das passt. Wenn ihr den Lenker natürlich nach links eingeschlagen habt und die Armatur so verdreht habt, dann steht die gerade, dann könnt ihr noch ein bisschen mehr einfüllen, das stimmt schon. So müsst ihr das halt so machen. So, jetzt wird es ein bisschen lauter. Drehen jetzt hier auf. Gute 1,5 Umdrehungen. Und dann gucken wir mal. So, da kommt schon, ne? Sehen wir. Ich hoffe, man hat es gesehen. Luftblasen. Und oben nimmt der Bremsflüssigkeitsstand allmählich ab. Genau. Können wir hier wieder zumachen. Wenn ihr da natürlich zu zweit seid, ist es besser, weil ihr jemanden habt, der das auffüllen kann. Wenn ihr alleine seid, müsst ihr halt öfter mal laufen. Jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, ja, wie bescheuert ist das denn? Ich habe extra so ein Ventil, das ich dann doch immer wieder öffnen und schließen muss. Ja, das stimmt schon, wenn man die Anlage komplett neu befüllen muss. Dann muss man das eben so machen. Wenn sie befüllt ist und sie wird nur entlüftet, dann muss man das so nicht machen. So. Da kommt ein bisschen Luft kommt noch. Brauchst du auch nicht ganz fest zumachen, weil die Feder da drin dann ja vorher schon schließt. Ja? Also ich muss schon sagen, das mit dieser Flasche, also ist schon, finde ich schon gut. Finde ich schon gut. So. Ja, man kann es oben sehen, der Bremsflüssigkeitsstand nimmt ab. Kommen noch ganz feine Luftbläschen.
So. Dann können wir oben gucken, bis wohin der Stand ist. Also ich sage mal so, wir haben hier auf der Innenseite 2 Markierungen. Eine Markierung, die weiter oben ist und eine Markierung gleich daneben weiter unten. Und wenn der Bremsflüssigkeitsstand zwischen der oberen und der unteren Markierung ist in der Position Vorderrad am Boden und Lenker gerade, dann stimmt es auch mit dem Schauglas Mitte überein. Ne? So wie es jetzt ist, also jetzt passt es ganz genau, das ist der Füllstand. Aber prüft es lieber selber, beziehungsweise macht es mit Umbauen, wie ihr das am liebsten habt. Machen wir den hier zu. Nur als kurze Info, diese Schraube bekommt, wenn ihr das eindreht, 10 Newtonmeter und der Kopf oben 8 Newtonmeter. So, dann machen wir mal einen Test. Genau, perfekt. Perfekter Druckpunkt, fängt schon hier vorne an, man sieht es schon hier, kommt eine kleine Erhöhung. Da muss man, wenn man zu schnell drückt, muss man auch aufpassen, dass das nicht rausschwappt. So, und dann haben wir schon den richtigen Stand, ein ordentlicher Kupplungsdruckpunkt und das passt alles. So, und jetzt kann ich im Prinzip auf meinen Behälter draufdrücken und kann den Nupsi abziehen. Und wie man das hier sieht, haben wir jetzt hier schön die Bremsflüssigkeit drin. Ich kann hier das alles aufhängen, ist perfekt, also ich bin wirklich begeistert. Passt wunderbar. Also die selbstgebaute Sache ist auch gut, klar. Das hat auch gute Dienste erwiesen, aber das ist schon eine coole Sache. Ja, das ist eigentlich schon alles. Für euch ging es jetzt natürlich super schnell. Ihr habt gesehen, da kam ein bisschen Luft. In Wirklichkeit ist es so, dass da eine ganze Menge Luft kommt. Weil ihr müsst euch natürlich vorstellen, ihr füllt da oben Bremsflüssigkeit ein und dann ist die gesamte Leitung, die ist glaube ich fast 1 Meter oder über 1 Meter lang. Dann kommt der ganze Kupplungsnehmerzylinder, der gefüllt werden muss mit Bremsflüssigkeit. Und noch dazu die Leitung, die Entlüftungsleitung bis nach hinten. Also das ist eine ganze Menge Luft, die da durchgemacht wird, die da durchgedrückt werden muss oder durchgezogen werden muss. Und es dauert auch eine ganze Weile, bis wirklich die Luft, ihr habt es ja in dem Kupplungsnehmerzylinder gesehen, wir haben auf der einen Seite die Schraube für den Eingang und etwas daneben für den Ausgang. Innen drin ist das eine plane Fläche. Die Luft muss natürlich erstmal auch die Position finden, wo sie rausgeht. Klar, wenn da irgendwo eine Luftblase steht, die muss dann erstmal genau dahin kommen, dass sie über den Entlüftungsschlauch dann auch rausgeht. Lasst euch Zeit, habt Geduld bei der Arbeit. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem keine Luftblasen mehr rauskommen, da hinten. Definitiv, es sei denn, ihr habt irgendwo was falsch gemacht, es sei denn, ihr habt irgendwo einen Punkt, wo Luft durchzieht, dann könnt ihr das natürlich bis zum St. Nimmerleinstag machen, aber wenn alles korrekt zusammengebaut wurde, dauert es halt eine Weile und das wird auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao, ciao.